Willkommen zu der Folge, die sich mit den Hintergründen oder auch Abgründen der Geschichten beschäftigt. Ich bin Frumpy the Bogle, der Herr der Geschichten. Ich bin JRB und wir beide gehen nochmals einzeln die Geschichten durch und besprechen diese gemeinsam. Eine Zeremonie, um die Wut zu entladen. Doch was passiert, wenn die dunklen Kräfte wirklich zurückschlagen? Amelie, eine junge Frau, erträgt den Albtraum ihrer Arbeit und ihrer quälenden Beziehung zu einer erbarmungslosen Chefin. Als sie Hilfe bei ihren Freundinnen sucht, nehmen die Dinge eine Wendung, die niemand vorhersehen konnte. Doch als der Tod plötzlich in den Raum tritt, stellt sich die Frage: War es ein zufälliger Tod oder etwas weit Dunkleres, das Amelie entfesselt hat? Amelie ist ein Opfer ihres eigenen Lebens geworden. Mobbing, Demütigung und der tägliche Albtraum bei der Arbeit haben sie zermürbt. Doch als ihre Freundin eine Zeremonie vorschlägt, um ihre Wut zu entladen, scheint sich plötzlich alles zu verändern. Die Situation eskaliert jedoch schneller, als Amelie sich je hätte vorstellen können. Als ihre Chefin tot aufgefunden wird, ist es ein Zeichen. Doch was steckt wirklich hinter ihrem Tod? Hatte die Zeremonie etwas damit zu tun? Was anfangs wie ein zufälliger Vorfall erschien, entpuppte sich als erschreckende Wahrheit. Frau Bachmanns Tod war kein Zufall. Der Zettel, der in ihrem Mund gefunden wurde, trug die Worte der Zeremonie, die Amelie durchgeführt hatte. Es war keine Magie, sondern eine unheimliche Verbindung, die sie entfesselt hatte. Und die Wahrheit ist, dass diese Geschichte ein Märchen ist. Sie ist nie wirklich passiert. Glaubt die Figur der Amelie selbst, dass die Zeremonie irgendetwas Übernatürliches ausgelöst hat? Nicht wirklich. Anfangs ist sie skeptisch und sieht das Ganze eher als eine Möglichkeit, ihre Wut loszulassen. Doch nach dem Tod ihrer Chefin ist sie zutiefst verunsichert und kann nicht mehr klar einordnen, ob es Zufall war oder ob die Zeremonie wirklich etwas Dunkles bewirkt hat. Was genau ist mit Frau Bachmann passiert und wie kam der mysteriöse Zettel in ihren Mund? Frau Bachmann wurde nach Feierabend allein im Büro gefunden und die Polizei war ratlos, was die Todesursache angeht. Der Zettel mit den Worten der Zeremonie auf ihrer Zunge ist das unheimlichste Detail. Niemand weiß, wie er dorthin gekommen ist. Amelie selbst ist erschüttert, als sie davon erfährt. Wie reagiert Amelies Freundinnen, besonders Carrie, auf den Tod von Frau Bachmann? Carrie ist geschockt, aber sie bleibt ruhig und nachdenklich. Sie meint, es gäbe keine Zufälle und hält es für ein Zeichen, dass die Zeremonie tatsächlich eine Wirkung hatte. Sue, die pragmatische Freundin, bleibt skeptisch und argumentiert, dass so etwas doch einfach nicht möglich sei. Beide Freundinnen spiegeln Amelies eigenen inneren Konflikt wider. Warum hat der Zettel genau die Worte der Zeremonie getragen und was bedeutet das für Amelie? Das bleibt ein Rätsel, aber die Worte waren Teil des Schutzrituals, das darauf abzielte, alle negativen Emotionen zurückzuwerfen. Amelie ist hin und her gerissen, ob das nun ein schrecklicher Zufall war oder ob sie tatsächlich etwas Unheimliches ausgelöst hat. Es wirft die Frage auf, ob solche Rituale möglicherweise mehr Kraft haben, als wir wahrhaben wollen. Am Ende bleibt die Frage, glaubt Amelie, dass sie wirklich Schuld am Tod ihrer Chefin hat? Amelie weiß es nicht sicher, und genau das quält sie am meisten. Sie hadert mit sich selbst, weil sie keine klaren Antworten findet. Es ist, als ob die Geschichte genauso enden sollte, mit einem düsteren Geheimnis, das niemand je ganz aufklären kann. Wie beeinflusst dieser Vorfall Amelies Leben nach dem Tod ihrer Chefin? Amelie bleibt zutiefst verunsichert und kann den Gedanken, irgendwie verantwortlich zu sein, nicht abschütteln. Sie zieht sich zurück, misstraut ihrer eigenen Wahrnehmung und hat ständig das Gefühl, beobachtet zu werden. Sie hinterfragt nun auch die Dinge,
die sie vorher für abwegig hielt. Das Unheimliche hat einen Platz in ihrem Leben gefunden, den sie nicht so leicht verdrängen kann. Glaubt sie, dass Carrie absichtlich etwas Dunkles in der Zeremonie bewirken wollte, oder war es nur eine harmlose Hilfestellung? Das bleibt unklar. Carrie wollte Amelie sicher helfen, doch ihre ruhige, fast unheimliche gelassene Reaktion auf den Tod lässt Zweifel aufkommen. Man könnte meinen, dass Carrie etwas geahnt oder sogar gewollt haben könnte. Aber diese Frage ist Teil des Mysteriums, das den Zuhörer beschäftigt. Wie viel Kontrolle haben wir wirklich über das, was wir in der Welt hinausschicken? Der Ruf aus der Dunkelheit. Eine Geschichte, die einen schaudern lässt und die Grenzen zwischen Diesseits und Jenseits verwischt. Als Amelies Großvater eines Abends in der Dämmerung vor dem Haus saß, hörte er plötzlich die Stimme seiner verstorbenen Frau, die ihn eindringlich ins Haus rief. Zunächst ignorierte er es, konnte aber das Drängeln nicht länger abschütteln und ging ins Haus. Wenige Sekunden später donnerten die schweren, gusseisernen Dachrinnen herab und zerschmetterten den Stuhl, auf dem er gesessen hatte. Hätte er nicht auf diesen Ruf gehört, wäre das sein Ende gewesen. Aber was war das für eine Stimme? Ein unheimlicher Schutz oder eine Falle? Diese Geschichte, so unglaublich sie klingt, stellt die Frage, war es wirklich die Hand eines geliebten Menschen oder die Dunkelheit selbst, die versuchte, ihn zu holen? Was auch immer die Antwort auf die Frage ist, eines können wir euch wirklich versichern: Die Geschichte ist wirklich passiert. Warum war die Stimme der verstorbenen Ehefrau so eindringlich? Die Stimme schien nicht nur vertraut, sondern auch in einer Dringlichkeit gefangen, die ihn alarmierte. Obwohl sie ihn früher oft zur Ruhe rief, klang es diesmal, als würde sie ihn regelrecht warnen, ihn aus der Gefahr herauszuholen. Wie reagierte der Großvater, als er die Stimme seiner verstorbenen Frau zum ersten Mal hörte? Er war zuerst skeptisch und dachte, er könnte sich die Stimme nur einbilden. Doch die Wiederholungen des Rufs, der beinahe verzweifelt klang, ließ ihn aufstehen und ins Haus gehen. Es war, als ob die Stimme zu stark, zu real war, um ignoriert zu werden. Was löste der Ruf der verstorbenen Frau in ihm aus? Der Ruf rief Erinnerungen und Sehnsucht in ihm wach, aber auch einen tiefen Respekt vor dem, was er nicht verstand. Dass diese Stimme ihn vor einem tödlichen Unglück bewahrt haben könnte, machte ihn im Nachhinein ängstlich, aber auch dankbar. Er begann die Ereignisse des Lebens mit anderen Augen zu sehen. Wieso wurde die gusseiserne Dachrinne zur Bedrohung genau in dem Moment, in dem er sich entfernte? Es ist schwer zu sagen. Entweder war es ein seltsamer Zufall oder ein Schicksalsschlag, der genau in diesem Augenblick eintraf. Aber wenn die Stimme ihn nicht gewarnt hätte, hätte er direkt unter der Rinne gesessen und der Ausgang hätte tödlich sein können. Glaubte der Großvater, dass die Stimme wirklich von seiner Frau kam? Auch wenn er sich nie völlig sicher war, gab ihm der Gedanke, dass es seine Frau gewesen sein könnte, die ihn beschützen wollte, eine Art Trost. Er war sich bewusst, dass er nie mit völliger Sicherheit wissen würde, ob sie es wirklich war oder eine Erscheinung. Hatte der Großvater jemals zuvor übernatürliche Ereignisse dieser Art? Nein, er war nicht besonders gläubig oder spirituell. Doch diese eine Erfahrung veränderte seine Sichtweise und ließ ihn glauben, dass es mehr geben könnte, als das bloße Auge sieht. War das Erlebnis für den Großvater ein Grund zur Freude oder zur Angst? Ein wenig von beidem. Er fühlte sich gerettet, aber das Erlebnis brachte auch ein tiefes Unbehagen mit sich. Es war, als ob die Dunkelheit selbst einen Plan verfolgt hätte, und das ließ ihn jeden Abend einen kühlen Schauer spüren. Wie beeinflusste dieses Ereignis den Großvater nach dem Vorfall? Seit jenem Abend veränderte sich sein Verhalten. Er sprach häufiger über das Jenseits und über die Möglichkeiten, dass verlorene Seelen zurückkommen könnten, um die Lebenden zu warnen. Er wurde vorsichtiger, fast abergläubisch, als würde er nun an höhere Mächte glauben. Ist die Geschichte wirklich wahr oder gibt es Anzeichen dafür, dass der Großvater das Ganze nur geträumt hat? Die Geschichte wurde so oft erzählt und die Umstände um den zerschmetterten Stuhl in Zusammenhang mit dem Ruf sind tatsächlich belegt. Viele, die ihn kannten, hielten ihn für einen ehrlichen und aufrichtigen Mann,
was den mysteriösen Gehalt der Geschichte nun noch mehr verstärkte. Konnte es sein, dass die Stimme der verstorbenen Ehefrau nicht wirklich sie war, sondern etwas Dunkleres? Es ist eine unbehagliche Vorstellung, doch die Frage drängt sich auf. Was, wenn die Stimme nur ein Trugbild war, etwas Unheimliches, das auf den Moment wartet, ihn in die Dämmerung zu erwischen, ein Wesen, das sich die vertraute Stimme nur zunutze machte, um ihn aus dem Haus zu locken und ihn vielleicht auf den zerbrochenen Stuhl zurückführen, mitten hinein in sein Verderben. Stellt euch eine düstere Nacht vor, in der ein mysteriöser Mord die Stadt in Angst und Schrecken versetzt. Der Schatten, wie man ihn nennt, wählt seine Opfer gezielt, verfolgt sie und kennt jede ihrer Schwächen, bis er an eine Frau gerät, die ihn seiner selbst überführt. Denn dieses Opfer ist anders als alle, die er zuvor beobachtet hat. Sie scheint ihn bereits erwartet zu haben, und als er ihr näher kommt, wird ihm klar, dass er selbst zur Beute der Nacht geworden ist. Die mysteriöse Schönheit ist kein gewöhnlicher Mensch, sondern eine Kreatur der Dunkelheit, ein Vampir, der mit unvorstellbarer Macht auf sein Ende wartet. Doch keine Sorge, diese Geschichte ist eine Erfindung, ein gespenstischer Einblick in eine Welt, in der die Jäger manchmal selbst zur Beute werden. Wie konnte der Mörder so lange unentdeckt bleiben und seine Opfer tagelang beobachten? Er war äußerst vorsichtig und ein Meister der Tarnung. Er lebte quasi in den Schatten, notierte akribisch jedes Detail und bewegte sich lautlos, so dass niemand seine Anwesenheit bemerkte, bis zu seiner letzten Nacht. Warum hat er sich für diese mysteriöse Frau entschieden, obwohl sie so abgelegen wohnte? Genau das machte sie so interessant für ihn. Sie lebte abgeschieden, fast wie eine einsame Beute. Aber etwas an ihr zog ihn unaufhaltsam an. Sie schien perfekt für ihn. Oder so dachte er. Wann wurde ihm klar, dass er die Kontrolle verloren hatte? In dem Moment, als er spürte, dass sie ihn bemerkte. Sie drehte sich immer genau dann in seine Richtung, wenn er da war, als könnte sie seine Anwesenheit spüren. Er wollte es ignorieren, aber die Angst kroch ihm langsam unter die Haut. Was ist in der Nacht passiert, als er in ihr Haus eingedrungen ist? Er glaubte, es sei sein Moment, sie zu überwältigen, doch stattdessen fand er sich selbst in einem Albtraum wieder. Die Frau packte ihn mit unnatürlicher Stärke und ließ ihn die Rolle wechseln, vom Jäger zum Gejagten. Konnte er überhaupt verstehen, mit wem er es zu tun hatte, bevor es zu spät war? Nein, erst als er ihre Augen sah, schwarz und leer wie ein Spiegel, zu etwas Uralten und Bösen, erkannte er die Wahrheit. Aber da war es schon zu spät. Sie hatte ihn in ihrer Macht. Was dachten die Polizisten, als sie seine Leiche fanden? Die Beamten waren entsetzt. Sie fanden ihn mit bizarren Bisswunden und zerrissenem Fleisch, ohne jegliche Erklärung für das Geschehene. Keine Fingerabdrücke, keine Hinweise auf ein normales Verbrechen, nur die Spuren eines Raubtiers. Gibt es Hinweise darauf, dass die mysteriöse Frau wirklich existierte? Die Polizisten versuchten ihre Identität zu ermitteln, aber alle Spuren verliefen im Nichts. Keine Aufzeichnungen, keine Nachbarn, die sie kannten. Sie war wie ein Phantom. Warum hatte sie ausgerechnet diesen Mörder ausgesucht und ihn in die Falle gelockt? Vielleicht war es ihre Art der Gerechtigkeit. Eine Jägerin, die die Rächerin für all die unschuldigen Opfer spielte, die er heimgesucht hatte. Aber das wissen nur die Schatten. Vielen Dank für die ausführlichen Erklärungen. Gerne. Wenn ihr uns eure Geschichten erzählen wollt, schreibt uns eine E-Mail an jrb.nice.to.have@gmail.com. Die E-Mail-Adresse ist auch in jeder Folgenbeschreibung vorhanden. Auch könnt ihr uns Geschichten zusenden, die ihr erfunden habt. Dafür bitte nur dazu schreiben, ob etwas wirklich passiert ist oder nicht. Gerne könnt ihr auch einfach ein Feedback geben. Ansonsten übergebe ich das Schlusswort an Frumpy. Sie finden die Geschichten unfassbar, doch wurden sie uns so zugetragen. Aber vielleicht ist das alles nur eine Frage der Perspektive. Ihr Frumpy the Bogle.